Wie poliere ich am besten harten Lack, dass ich schnell zum Ziel komme und ein gutes Ergebnis erziele? Das zeigen wir euch in diesem Video. Wir haben endlich das Gegenteil von unserem letzten Testboard-Video gefunden. Der war unischwarz, ultra weich. Hier haben wir einen überraschenden Blackmagic Perleffekt, der knallhart ist. Da auch mal wieder der beste Beweis, immer ein Testboard zu machen, denn normalerweise ist Blackmagic Perleffekt extrem weich, aber auch leicht zu finishen, also eigentlich ein traumhaftes Auto. Hier ist alles anders. Wir haben viele Kombinationen probiert und möchten euch jetzt hier mal erklären, wie ihr am besten bei hartem Lack schnell zum Ziel kommt. So, Ausgangszustand, diverse Swirls, relativ normal für ein Auto, was gefahren wird, durch die Waschanlage fährt. Hier irgendeine mattierte Stelle, sieht aus, als wäre hier ein Klarlacknebel drauf. Also hier sieht es aus wie ein Abklebeband und bei einer Reparaturarbeit war es hier abgedeckt, aber auch nicht richtig, deswegen haben wir Nebel. Und ganz extrem hier im unteren Bereich, ich denke, da wird die Waschstraße mal gezeigt haben, was sie kann. Da haben wir fast schon eine matte Stelle in dieser Rundung drin, als wäre da wirklich diese Bürste reingefahren und hätte das alles weggeschliffen sozusagen. Da ist eine große Herausforderung und da mussten wir mal gucken, wie wir dem zu Leibe rücken. So, unser Testboard startete hier, ehrlich gesagt, mit einer Medium Cut und einem weichen Pad. Das ging gar nichts. Wir haben dann aufgestockt auf die Rotationspoliermaschine, Schaumstoffpad, Cutmax, Sonax Cutmax, verschiedene Cut-Polituren ausprobiert, sind am Ende in der Ultimate Cut gelandet, also der Sonax Ultimate Cut, einer Politur, die so unserer Meinung nach den schärfsten Cut hat. Hat noch nicht gereicht, wir haben immer noch starke Defekte hier drin. Man sieht hier immer noch vereinzelte Rits, also einzelne Kratzer, aber auch die Swirls von vorher sind immer noch da. Und wir hatten noch ein ganz anderes Problem. Hier im unteren Bereich haben wir die Kratzer quasi gar nicht wegbekommen mit der Kombi. Hier startete dann Versuch Nummer 2. Wir dachten uns, komm, gehen wir mal auf die Exzenter. Vielleicht hatten wir einfach durch die Seitwärtsbewegung mehr Cut. Exzenter Schaumstoff hat nichts gebracht. Hier drauf ist schon Exzenter und Mikrofaser. Und neben diesem extremen Haze sieht man auch im unteren Bereich immer noch extreme Verkratzungen. Also wir waren weit weg davon, da ein Ergebnis zu bekommen, sodass es sich auch nicht gelohnt hätte, den Schritt 3, 4, 5 Mal zu wiederholen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen mal auf die andere Seite, wo die gleichen Effekte sind und noch mal andere Dinge ausprobieren. Und da gehen wir jetzt mal hin. Hier haben wir Mikrofaser und Schleifpolitur noch mal gefinisht. Man sieht auch hier, wir haben immer noch Haze drin, also immer noch Schleifspuren, was jetzt nicht das Problem ist. Aber gerade im unteren Bereich haben wir auch noch starke Defekte. Also auch hier kein Ziel in sich. Das heißt, wir haben gesagt, gut, gehen wir noch mal auf die Rota. Vielleicht können wir mit Hitze den Lack ein bisschen weicher machen und dann gehen wir mit Fell ran, um oben Cut zu erzeugen. Den Testboard gucken wir uns jetzt mal an. So, Cutmax, Fell und einmal schnell Finish drüber gehaucht, um so ein bisschen die Hologramme zu minimieren. Und wir sehen hier in dem Bereich sieht es schon ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier unten hingehen, da sehen wir haben immer noch starke Defekte, also auch noch nicht so die Knallerkombi für das Fahrzeug. Von daher haben wir jetzt überlegt, okay, was können wir machen? Wir sind in der Schärfe schon so weit gegangen, wie es geht. Wir haben Hitze, roter Fell, viel Politur, also wirklich richtig viel Politur. Druck, Mo hat sich gegen das Auto gelehnt, das fast von der Bühne gefallen ist. Und es hat immer noch nicht gereicht. Nächste Überlegung war, okay, was machen wir? Wir können auch schleifen. Zeigen wir euch jetzt mal hier, wir haben überlegt, gut, Abralon-Scheiben verändern die Orangenhautstruktur nicht, sie sind sehr leicht wieder zu entfernen. Vielleicht hilft uns ja eine Abralon, gehen wir mal da gucken. So, Abralon, Schleifpolitur, Mikrofaser, Exzenter und Finish-Politur, alles auf der Exzenter gefahren. Und wir haben es endlich geschafft, unsere Defekte zu beseitigen, haben aber noch Schleifspuren im Lack, die nach dem Finish noch nicht weg waren. Das heißt, es wäre definitiv eine Möglichkeit gewesen und wäre auch unser bester Plan bis hier gewesen. Dann hätten wir einfach im Finish noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren müssen, um die Schleifspuren zu beseitigen. Der Großteil ging ganz gut weg von den 4000 Abralon. Hat ganz gut funktioniert. Ist aber was, wäre es da gelandet, hätte ich dieses Video hier nicht gemacht. Denn jedem pauschal zu empfehlen, mit 4000 Abralon ein Auto zu schleifen, ist vielleicht nicht ganz so die gute Idee. Dann hatten wir aber noch eine letzte Idee, zu der gehen wir jetzt. Ich verrate schon so viel, dies ist dann geworden und deswegen auch unsere Empfehlung, um sehr harte Lacke zu bearbeiten. Gucken wir uns erst an, wie es aussieht und dann sage ich euch, was wir gemacht haben und warum. Also hier sind wir ähnlich wie bei dem Mikrofaser- und Schleifpolitur, haben einen guten Cut erzielt, haben alle Defekte beseitigt, die wir beseitigen wollten und haben jetzt noch einen leichten Haze eben vom Cutten. Der ist aber nicht so das Problem, weil den kriegen wir im Finish ganz gut beseitigt. Was haben wir hier gemacht? Und
Welche Idee steckte dahinter? Mir ist eingefallen, hey, bei harten Lacken versuche ich doch einfach mal eine lösungsmittelhaltige Politur. Auch wenn wenige Hersteller heutzutage Lösungsmittel in die Polituren mischen, haben sie ihren Zweck. Denn die Idee dahinter ist, das Lösungsmittel macht den Lack weicher, indem es den anlöst. Und dann kann mein Schleifkorn effektiv arbeiten und den Lack runtercutten. Und genau das hat hier gut geklappt. Wie gesagt, Finish ist noch mal ein bisschen was rauszuholen. Das ist aber bei diesem knallharten Lack wirklich überhaupt gar kein Problem. Da ist nicht der Knackpunkt des Testspots, sondern hier geht es wirklich darum, diese starken Swirls einfach zu beseitigen. Und deswegen mein Tipp für sehr harte Lacke. Wenn ihr einen Testspot gemacht habt, in der Mitte angefangen habt und runter seid bis zu eurer persönlichen stärksten Kombination, die ihr da habt, das ist jetzt auch egal, wir haben mit Sonax, Polytop, all möglichen gearbeitet, spielt jetzt keine Rolle. Nimm deine stärkste Kombination, die du normalerweise nimmst und du hast immer noch nicht genug Cut, ist vielleicht die Idee, anstatt jetzt nochmal wie so ein Irrer darüber zu cutten und noch mehr Lack abzutragen, einfach mal eine lösungsmittelhaltige Politur zu verwenden. Aber Achtung, lösungsmittelhaltige Polituren funktionieren ein bisschen anders. Während wir normalerweise die Politur verteilen und dann mit viel Druck oder bei einer Exzent auch mit wenig Druck arbeiten, um das Schleifkorn wirklich einmal grob zu nutzen und dann zu zerteilen, sollte man das beim Lösungsmittel nicht machen. Denn wir brauchen einen kleinen Moment Zeit, dass das Lösungsmittel wirken kann. Jetzt kann man zwei Dinge machen. Entweder die Politur einmal gut verteilen, auftragen, einen Moment stehen lassen und dann rangehen. Würde ich eher davon abraten, weil wer da ein bisschen schlammt, hat schnell Eintrocknungsprobleme und dann kann es auch mal zu einem Schaden kommen im Extremfall, sondern ich würde euch empfehlen, fangt nach dem Verteilen auf einer mittleren Stufe an, auf der ihr auch cuttet, also bei der Roter Stufe 1 bis 2, bei der Exzenter 3 bis 4, je nachdem welches Modell ihr habt und arbeitet fast ohne Druck, wirklich nur Maschinengewicht sozusagen, fahrt die Politur 1 bis 2 Kreuzstriche, denn hier hat das Lösungsmittel Zeit, den Lack anzuweichen und gebt dann erst ein bisschen Druck drauf, damit das Schleifkorn rangedrückt wird und dann cutten kann. Gebt ihr zu viel Druck auf die Maschine, zu früh, bricht das Schleifkorn, bevor das Lösungsmittel Zeit hatte, den Lack zu weichen und ihr habt keinen Effekt. Wenn ihr dann gecuttet habt, ganz normal Druck wieder runternehmen, Politur schön hochdrehen, ordentlich durchfahren und ganz normal bis zum Ende fahren. Und so bekommt ihr eigentlich auch fast jeden harten Lack in den Griff. Das ist unser Mittel der Wahl. Wir haben das gleiche hier nochmal mit der Rote ausprobiert. Finish war ein Tick einfacher mit der Exzenter, deswegen sage ich immer einen Testspot, wenn ich tendenziell sogar dazu rate, die Roter fürs Finish zu nehmen oder mit der Rote ein besseres Finish hinzubekommen, ist es hier ausnahmsweise mal andersrum, ausnahmsweise für meine Arbeitsweise. Also vergiss nicht, jeder Lack ist anders, jedes Auto ist anders, mach immer einen Testspot und viel Spaß beim Polieren. Hau rein!